I'm reaching for the top where the stars collide. Fought for what I'm worth, now it's my turn to shine. Stell dir vor, du schaust dir ein Bild an, das dich gleichzeitig fasziniert und auch ein wenig schaudern lässt. Reißzwecken auf der Haut, überlange Wimpern. Genau das habe ich in meinem letzten Shooting gemacht. Du brauchst keine teuren Objektive, um großartige Bilder zu schaffen. Ich zeige dir, wie ich mit meinem super günstigen 35 mm Tamron-Objektiv diese Vision zum Leben erweckt habe. Ein kleiner Hinweis: Es handelt sich hierbei um unbezahlte Werbung. Aber ich habe dir alle Produkte unten in der Infobox verlinkt. Dabei handelt es sich um Affiliate-Links. Das heißt, der Preis ist für dich gleich. Aber ich bekomme eine kleine Provision, die ich natürlich postwendend wieder hier reinstecke in Content für dich. Also, weiter geht's. Als Nathalie mit ihrer Vision auf mich zukam, Reißzwecken, überlange Wimpern und das in einem Beauty-Shooting, wusste ich ganz klar, das wird kein normales Shooting. Ich liebe es, wenn man mutig wird, wenn man mit seinen Ideen an die Grenzen geht. Und genau das haben wir hier gemacht. Niki, selber eine talentierte Make-up-Artistin, die heute vor der Kamera stand, war genauso begeistert und mutig wie die Idee selbst. Was ich an diesem Tag besonders stark gespürt habe: Kreativität kennt keine Grenzen. Und du brauchst kein teures Equipment, um deine Vision zu verwirklichen. Manchmal reicht es, einfach nur zu experimentieren und das Beste aus dem, was man hat, herauszuholen. Die Herausforderung? Ich wollte diesen edgy Look richtig in Szene setzen, aber trotzdem Nikis Haut so schmeichelhaft wie möglich darstellen. Sie hat ein wenig mit Aknenarben zu kämpfen. Und das Letzte, was ich wollte, war die Haut zu hart wirken zu lassen. Deshalb habe ich auf eine Kombination von hartem und weichem Licht gesetzt. Ein Balanceakt zwischen Drama und Zartheit. Ich habe meinem Godox SK400 Mark II mit dem Standardreflektor als Hauptlicht eingesetzt, um die kantigen Schatten zu erzeugen. Und direkt hinter mir habe ich mein Godox AD 200 Pro mit einem 1,60 Meter großen Reflexschirm und Diffusionstuch als Fülllicht platziert, um die Haut weicher zu zeichnen. Die Positionierung des Lichts ganz bewusst. Hauptlicht nur leicht erhöht, damit die Schatten kontrolliert und nicht zu lang werden. Und jetzt kommt das, was ihr vielleicht vorher nicht erwartet habt. Dieses unglaubliche Ergebnis haben wir nicht mit einem High-End-Objektiv erreicht, sondern mit einem wirklich günstigen Objektiv, dem Tamron 35 mm f2.8, was auch leichte Makrofähigkeiten beinhaltet. Und weißt du was? Es hat perfekt funktioniert. Die Verzerrungen, die dieses Objektiv mit sich bringt, haben den Look nur verstärkt. Die Reißzwecken und die Wimpern super scharf und detailliert. Alles, was ich wollte, war da. Vergleich? Klar, ich habe für euch auch mein 105er Makroobjektiv genutzt. Aber ehrlich gesagt, das 35 mm hat diesen besonderen, dramatischen Effekt hervorgebracht, der dieses Shooting einzigartig macht. Hier siehst du nochmal den direkten Vergleich und das alles, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Als kreativer Mensch muss man auch immer den Mut haben, mal was anderes auszuprobieren. Genau deswegen habe ich zum Schluss des Shootings nochmal ein bisschen umgebaut. Ich habe den großen Reflexschirm einfach als Hintergrund positioniert und das Hauptlicht so belassen, wie es war. Wie das Ergebnis war? Ein sanftes Streiflicht, das Nikis Konturen betont und den Look nochmal etwas verändert. Ihr könnt das ziemlich gut an der Wange sehen. Dieses Shooting hat mich mal wieder daran erinnert, warum ich Fotografin bin. Es geht nicht um teures Equipment, sondern es geht um die Leidenschaft und das Wissen, wie man das Beste aus dem herausholt, was man hat. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich doch sehr über ein Like, einen Kommentar oder auch gerne ein Abo. Und jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.